Eine Earthing-Matte selber zu machen, welche genauso weich und bequem ist wie eine offizielle Earthing-Matte und die Effekte ebenfalls effizient übertragen kann, genau das zeige ich dir in diesem Video und beweise zum Schluss mit Hilfe eines Multimeters, dass diese Version sehr effektiv in der Übertragung ist. Hallo, hier ist Vladi vom Earthing Zentrum und diese Matte ist genauso universell anwendbar wie die offizielle Erdungsmatte, also lass uns mit der Anleitung starten. Man braucht zuerst einen Kissenbezug, am besten sollte die Länge oder Breite etwa so breit sein wie die Alufolie breit ist aber nicht zwingend erforderlich. Die Länge der Alufolie sollte etwa 6-mal so lang sein wie die Kissenlänge, damit man sie etwa 6-mal umfalten kann, damit eine stabile, aber zugleich flexible und nicht zu harte Schicht entsteht. Anschließend faltet man sich einen Aludraht mit seiner gewünschten Länge, indem man die Alufolie jeweils 3-mal in der Mitte faltet. Ich falte in diesem Beispiel nur ein kurzes Stück, damit man weiß, wie es funktioniert. Ich empfehle eine Länge von etwa 2 Metern. Danach steckt man die Konstruktion bis zu den Enden des Kissenbezugs. Ich empfehle die Enden zuzutackern. Die Klammern spürt man selbst bei direktem Hautkontakt nicht und es verleiht der Earthing-Matte eine viel größere Stabilität, aber selbst ohne Fixierung hält die Konstruktion sehr lange, vor allem wenn man sie als Fußmatte verwendet. Jetzt kommt der Anschluss an den Schutz bzw. Erdungskontakt der Steckdose, welcher elektrisch mit der Erde verbunden ist. Dafür faltet man das andere Ende des Aludrahtes 2-mal in der Mitte und steckt dieses Ende an. Bei einer Steckdosenleiste faltet man diese Spitze nochmal in der Mitte und steckt sie rein und umwickelt nochmal, damit die Verbindung sichergestellt ist. Jetzt kommen wir zum Test. Ich messe mit dem Multimeter meine Körperspannung und man kann erkennen, dass diese stark abfällt, sobald ich Kontakt mit der Erdungsmatte herstelle. Die Anwendungsmöglichkeiten mit dieser weichen und flexiblen Earthing-Matte sind genauso vielfältig wie bei der offiziellen Version. Beispielsweise kann sie auch im Bett, unter dem Oberkörper oder im Bereich der Füße verwendet werden. Mehr Anwendungsmöglichkeiten mit der Erdungsmatte kannst du oben rechts sehen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass den Daumen nach oben gehen und abonniere, wenn du das meiste aus deiner Earthing-Erfahrung ziehen möchtest. Und damit wünsche ich dir noch einen perfekten Tag.